Wir schauen auf Aschaffenburg. Gestern eine schreckliche Messertat, bei der ein zweijähriger Junge und ein Mann, der nur helfen wollte, ums Leben gekommen sind. Der mutmaßliche Täter, ein 28-jähriger Afghane, der ausreisepflichtig war. Nicht nur die Stadt, sondern ganz Deutschland sind schockiert. Vor wenigen Minuten gab es die Kranzniederlegung am Tatort. Aber die vielen Fragen, sie bleiben natürlich. Vor allem, warum konnte das schon wieder, muss man leider, passieren? Und mit dieser Frage möchte ich auch nach Aschaffenburg schauen zu unserem Reporter Daniel Koop. Daniel, du hast bei dir jetzt den Oberbürgermeister und auch er hat sich gerade in seiner Ansprache viele Fragen gestellt. Ja, ganz genau. Also das waren wirklich sehr bewegende Worte, die wir da gerade gehört haben. Und ich muss sagen, ich glaube, das hat hier niemanden kalt gelassen, was wir gerade auch hier vom Oberbürgermeister gehört haben. Und Jürgen Herting ist jetzt bei mir. Herr Herting, Sie haben gerade davon gesprochen, dass Sie ja selbst als Feuerwehrmann ja aktiv waren, aber dass Sie diese Tat jetzt besonders auch schockiert hat. Nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit. Was geht Ihnen an diesem Morgen durch den Kopf und wie erleben Sie die Stadt Aschaffenburg? Also es geht schon gestern los. Die Nachricht hat mich überrascht. Ich war nicht in Aschaffenburg und ich hab noch nie so gefühlt, wie das jetzt der Fall ist im Moment. Das geht uns allen und mir auch sehr, sehr nah. Ich habe es erwähnt, man fühlt, als wäre das eigene Kind gestorben. Und die Bevölkerung hat ein großes Bedürfnis, Trauer zu zeigen. Ich bin auch sehr froh über das aktive Helfen, zu versuchen, diese Tat zu verhindern. Und der Gestorbene hat mit Sicherheit viele Menschenleben gerettet. Wir hören eine Sache immer wieder hier an diesem Morgen, und zwar, dass Menschen auch darüber sprechen, dass sie wütend sind, wütend auf die Politik sind. Sie haben gerade von Magdeburg gesprochen, Sie haben von Würzburg gesprochen. Ich war bei den beiden schrecklichen Sachen selbst auch vor Ort. Es gibt einfach diese Parallelen, die man nicht ignorieren darf. Verstehen Sie die Wut der Menschen auch an diesem Morgen? Es ist nicht nur die Anteilnahme, wir erleben sehr viel Wut hier auch. Absolut, das kann man verstehen. Und ich glaube, jeder von uns hat auch Gedanken in diese Richtung. Es ist nur die Frage, was man mit diesen Gedanken daraus macht. Wir sollten nicht in Hass und Gewalt enden. Aber das ist ein deutliches Zeichen und Olaf Scholz hat es erwähnt. Er ist es leid und dem kann man sich nur anschließen, dass wir alle paar Monate gefühlt so eine Tat haben und man nicht vorankommt, wie man damit umgeht. Da erwarten wir von Land und Bund, dass sie sich über die Parteigrenzen hinweg zusammensetzen und solche Dinge klären. Wir sind ja nicht die offizielle Ausländerbehörde, sondern wir bearbeiten die Fälle und machen die Papierdinge. Und es ist alles so aufwendig und so kompliziert und das muss stringenter geregelt werden. Das kann man an der Stelle sagen. Ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für die Information. Ich glaube, es war unheimlich schwierig in dieser Situation, die richtigen Worte zu finden. Aber wir hatten so ein bisschen den Eindruck, als wir uns mit den Menschen auch unterhalten haben, dass ja, Sie in der Lage waren, einige passende Worte zu finden. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Was wir auch mitbekommen haben in den letzten Stunden, als wir uns mit den Menschen hier vor Ort unterhalten haben, dass wir immer wieder ja wirklich gehört haben, dass viele Aschaffenburger, viele Menschen hier aus dieser Region glauben, dass diese Tat sicherlich auch noch mal Auswirkungen haben wird auf den Bundestagswahlkampf. Wir haben das gestern Abend hier auch erleben können. Es gab einen Aufmarsch der AfD, auch ein Gedenken. Die Menschen hier vor Ort sehen das Ganze gespalten. Auf der einen Seite hören wir immer wieder, dass gesagt wird, die Politik, so wie das momentan abläuft, die hat komplett versagt. Aber wir hören auch von vielen Menschen hier aus Aschaffenburg, dass sie sich Gedanken machen, dass das Ganze jetzt hier von Rechten vielleicht auch missbraucht werden könnte. Aber eine Sache hören wir immer wieder, und das habe ich ja eben auch schon erwähnt, das haben wir auch gehört eben im Statement vom Bürgermeister, psychische Probleme. Wenn das die Menschen hier vor Ort hören, wenn jemand psychische Probleme hat, dass er zu einer solchen Tat fähig ist, da hört man hier oder bekommt man eigentlich nur Kopfschütteln bei den Menschen mit. Da gibt es überhaupt gar kein Verständnis. Dass alle Parteien die Probleme nun ehrlich ansprechen, um dieses Thema eben nicht nur einer Partei zu überlassen. Danke dir erstmal.